Kai Gimmler mit einem Van Gogh. Das ist der, wo übrigens Erbsensuppe drüber gelaufen ist, jetzt am Wochenende, nehme ich an, im Louvre. Das war die Mona Lisa. Das war die Mona Lisa. Nee, aber das ist doch die Mona Lisa für dich, ein Piniengetriebe. Sozusagen, also das war ein Projekt, da hatte ich gerade meinen Laden neu eröffnet und da war das Piniengetriebe gerade so noch nicht serienreif. Da hat man einen Kunden, der Markus, der kam dann zu uns und hatte durch einen Motorradunfall die Bedingung, dass wir die gesamte Bedienung des Rades auf die rechte Seite verlegen mussten und wollte mit Triathlon anfangen. So, da wusste ich ja schon, Pinien, da kommt was mit diesem Getriebe, weil wir wollten nichts mit Rohloff oder so machen und haben dann damals mit Nikolai 2012 dieses Rad gebaut. Das Rad gibt es heutzutage bis heute als Serienrad, sozusagen so ein bisschen auf unser Mist gewachsen, die ganze Geschichte. Und da war eben diese Pinion P112, ein 12-Gang-Tretlagergetriebe drin. Und schon damals hatte Pinion sozusagen hinter vorgehaltener Hand angekündigt, sie wollen das verquicken mit einem Elektromotor. Und das haben wir jetzt. Heute ist es endlich soweit. Heute ist es soweit. Wir haben 2 absolute Spezialisten da, also 3 eigentlich. Ich bin aber nicht so absolut ein Spezialist, deswegen lass mir das mal schön erklären. Wir haben einmal den Kai Gimmler, Zweiradmechaniker, Meisterfachrichtung Fahrräder. Fahrräder? Ja. Ja, genau. Und du bist der Assis? Ja, Genau. Was hast du gelernt? Ich habe Verkäufer gelernt, Einzelhandelskaufmann. Ja, das ist auch wichtig, denn wenn der Kai immer nur in Urlaub fährt, dann brauchen wir auch mal jemanden, der was verkauft. Das ist ein Rotwild. Tolles Fahrrad, Carbon nehme ich an, oder? Jawohl. Also lass uns aber mal bei der Motorgetriebeeinheit Ja, bleiben, ich weil wollte ja nur... Ich bin total heiß, ich muss das jetzt loswerden. Das ist die Revolution, Sven. Stell dir vor, du hast auf einen Schlag alle Probleme, alle Sorgen, die du mit jeglicher Kettenschaltung am E-Bike hast, auf einmal von der Backe. Und das haben wir hier jetzt in erster Generation. Also man muss das ja mal erklären. Also das ist jetzt ein Mountainbike, ein Mountain Fully, so könnte es sein, wenn das Schutzblech nicht dran ist. Du kannst mich korrigieren. Steht hier vorne, da ist es. Und eigentlich hätte ich gar nicht vorne zeigen müssen, sondern man hätte eigentlich hinten zeigen müssen. Da fällt es eigentlich am meisten auf, oder? Genau, man hätte können hinten anfangen. Du siehst also, wir haben hinten keine Kassette. Keine Kette, die mehr muss in irgendeiner Weise sich seitlich hin und her bewegen. Wir haben hier natürlich einen kleinen Spanner dran, weil wir haben hier ein voll gefedertes Rad, um die Längung der Kettenstrebe auszugleichen. Aber hier bewegt sich nichts mehr. Also im Prinzip fahren wir hier Single Speed und vor allem, jetzt kommen wir nochmal zu der Verschleißgeschichte. Eines der größten Probleme der letzten Jahre beim E-Bike war ja immer der Kettenverschleiß, Kassettenverschleiß, fällt hier völlig weg. Wir haben hier eine Single Speed Kette, die auch sehr breit ist, mit hohen Materialstärken, die quasi... Motorrad. Ja, tausende Kilometer halten kann. Also es ist ja so, beim Motorrad, habe ich gehört, in letzter Zeit wären die Getriebe auch am Motor angeflanscht. Und es gibt kein Kettengetriebe, was am Hinterrad ist. Genau. Gab es das jemals beim Motorrad? Kann ich mich nicht dran erinnern. Höchstens vielleicht in der Übergangsphase, wo du so Fahrräder, motorisierte Fahrräder hattest. Ne? Aber wer kam denn jemals auf den Schwachsinn, bei Fahrrädern hinten eine Kassettenschaltung drauf zu machen? Naja, ich meine, jetzt müssen wir die Geschichte ein bisschen zurückgehen. Am Anfang hat sie, um eine Übersetzung hinzukriegen, die sogenannten Hochräder, die absolut lebensgefährlich waren. Und dann kommt die ganze Technik ja ursprünglich vom Rennrad. Ja? Da war ja dann damals Ende der 70er war ja die Shimano XT die erste Schaltung, die dann vom Rennrad sozusagen adaptiert wurde fürs Mountainbike. Und das hat sich über die Jahre so fortgesetzt. Aber die hätten doch direkt ein Piniengetriebe einbauen können. Naja, du darfst nicht unterschätzen, wie hochtechnologisch das umzusetzen ist. Es gab in der Vergangenheit mehrere Hersteller, die sich an Tretlagergetrieben versucht hatten. Ging alles in die Hose. Pinion waren die ersten, die es geschafft haben, das Ganze standfest hinzukriegen. Haben die Chinesen es schon erfolgreich kopiert, das Piniengetriebe? Da musst du die Chinesen fragen. Also ich glaube es nicht, weil dafür ist, glaube ich, der Fertigungsaufwand wirklich absolut viel zu hoch. Das ist Made in Germany. Das ist Made in Germany, waren 2 ehemalige Porsche-Ingenieure, die das Piniengetriebe auf den Markt gebracht haben und haben jetzt an dieser Geschichte also satte 5 Jahre entwickelt, bis es jetzt wirklich so weit war, wie es jetzt ist. Also ich zeige es mal. Das ist ein Anblick, den werdet ihr in nächster Zeit öfter erleben, zumindest mal hier beim Kai. Es gibt tatsächlich keine Kassette mehr, es gibt keinen Umwerfer mehr, es gibt einen Spanner, das ist alles, was es noch gibt, mit einer entsprechenden Reibung hier, nehme ich an. Ja, der ist einfach dazu da, die Kette auf Zug zu halten, wenn der Hinterbau einfedert. Ne? Genau, da ist eine Feder drin. Oder? Der übernimmt im Prinzip diese Federfunktion vom Schaltwerk, ohne dass er sich lateral, also seitlich bewegen kann. So, das Ganze ist das Beste, was ich je gesehen habe. Das heißt, das ist extrem leicht. Ja. Alles, was den Hinterbau schwer macht, habe ich gelernt, sind bewegte Massen, die sollen leicht sein. Das sind ungefederte Massen. Ungefederte Massen. Du kannst sagen, dass hier im Hinterrad gegenüber normalen Fully etwa 600-700 Gramm wegfallen. Und das macht einfach die... 700 Gramm? Ja.
Ja, ja. Am Hinterrad. Am Hinterrad. Na? Und das an der Stelle, wo es halt einfach das Gewicht schädlich ist für die Funktion der Federung. Das heißt, hier Bunny Hop ist noch einfacher. Na, es geht eher um den sogenannten überkritischen Bereich. Damit hast du dich schon mal ausgelacht. Also einfach, lass wir so einen Moment mal dazu stehen, um den Rahmen nicht zu sprengen. Die Federung funktioniert einfach besser. Okay, ich verstehe. Ja, Assis, du darfst mal fahren. Das ist, das Fahrrad kostet eigentlich... Wir liegen jetzt hier bei dem Trekking-Modell bei 9.999 €. Können wir uns auf 10.000 einigen? Nein, wir sind unter 10.000. Wir sind unter 10.000, warte, ich zeig's mal. Also, Natürlich nicht mit den Pedalen. natürlich nicht mit den Pedalen, dann sind wir über 10.000. Nee, da kommt es ja gar nicht drauf an, aber es ist so, diese Motorgetriebeeinheit ist ja nicht ganz billig. Ich nehme mal an, dass die doch einen großen Batzen hier beim Fahrrad verschlingt. Natürlich. Ich meine, du musst sehen, das ist wirklich von der Fertigung, von allem, das ist aktuell High-End. Ich gebe dem System wirklich so viel Zukunftsperspektive, dass wir das auch später in anderen Modellreihen sehen werden. Zumal hier dann immer noch der effektiv 960 Wattstunden Akku dazu kommt. 1000 fast. Ja, also wir reden hier von einer Höhenreichweitenleistung von gegen 2000 Höhenmeter. Genau, wenn du mal gerade langsam pedalierst, dann kann ich das mitfilmen. Er kann während der Last kann er schalten, Kai, eigentlich? Du kannst unter jeder Last schalten. Also die Schaltvorgänge werden elektronisch gesteuert. Wie elektronisch? Na, du hast hier einen Shifter. Ach so, rauf, runter. Ja, ja. Du hast hier einen Shifter und der gibt nur ein elektrisches Signal und der Gang ist in jeder Fahrsituation einfach einzulegen. Du drückst auf Also nichts drehen wie bei der Rohloff. Überhaupt nicht. Du kannst auch schalten ohne zu strampeln. Schalt mal. Wie Im mach mal. Stand. Im Stand. Assis, du willst mich verarschen. Das Ding gibt's gar nicht. Was ihr da nochmal, zeig nochmal. Also. Wie Kai schon gesagt hat, das ist eine Revolution. Mach mal. Und es gibt keinen Lastzustand, in dem du nicht schalten kannst. Also ich kann am Berg bei voller Belastung. Bei voller Belastung kannst du den Gang reinknallen. Der knallt da nicht rein. Der wird halt elektrisch wird der eingelegt. Du hast ja hier, also du hast ja bei der Kettenschaltung die Situation, dass die Kette ja auf ein anderes Ritzel gewürgt werden muss. Und je höher die Last, umso schwieriger ist das. Hier werden ja nur solche sogenannte Sperrklinken werden geöffnet oder geschlossen. Das heißt, ich kenne das bei deiner Harley, da macht es immer so klack, dann wird man so nach vorne geschleudert, kriegt fast einen Schleudertrauma. Nee. Und bei meiner tollen doppelkupplungsgetriebenen Motorrad, da ist alles super. Das hier ist praktisch super. Diese Heulsuse, Ich habe ja tatsächlich ein Motorrad, ein DSG. Ist das hier so bequem wie DSG? Ja gut, das DSG schaltet ja nochmal vollständig automatisch, das hast du hier nicht. Aber die Gänge legst du halt nicht mehr mit deiner Kraft ein, sondern die werden im Getriebe geschalten. Ey, guck dir mal die Strich... Nee, hätte ich jetzt was gesagt, guck mal, da steht eine 1000 auf dem Akku. Da steht eine 1000 auf dem Akku. Also effektiv sind es 960 Wattstunden, die der Akku hat. Und jetzt kommen natürlich noch gewisse Features dazu, die diese Konfiguration mit diesem integrierten Getriebe einfach ermöglicht. Wir haben also im Display verschiedene Funktionen. Assis, du bist jetzt dran. Genau. Du musst jetzt, du bist dran. Zeig mal. Genau, erklär mal. Also eins der spannendsten Merkmale, also wir haben ja gerade eben gesagt, du kannst also auch im Stand schalten. Das heißt, du musst nicht treten, um einen Gang einzulegen. Und jetzt haben wir hier das sogenannte Pre-Select. Und das ist was ganz Geiles. Also stell dir vor, du strampelst irgendwo wirklich mit hoher Intensität bergunter, hörst auf zu treten und gleitest über den Trail. Und dann veränderst du durchaus deine Geschwindigkeit. Und dann schaltet das System automatisch in den jeweils passenden Gang. Das heißt, in dem Moment, wo du wieder reinstrampelst, egal ob du dann schneller oder langsam bist, hast du genau den passenden Gang drin. Also es wird quasi vorselektiert. Richtig, genau. Auf Englisch würde ich es nennen Pre-Select. Genau, so nennt sich der Modus auch. Und es hört sich sehr theoretisch an. Aber man kann das auch nicht ernst nehmen. Wir haben jetzt, wir reden jetzt seit 7 Jahren über XT, über hast du nicht gesehen, Kettenschaltungen, über Rohloff, und dann kommt so ein Laden wie Pinion und sagt, ihr könnt uns alle mal, wir machen jetzt ein Getriebe mit einem Motor zusammen. Und ist das, guck mal, Assis, guck mal da hinten, da ist nur ein Ritzel drauf. Kein Schaltwerk mehr. Kein Schaltwerk mehr. Ihr werdet arbeitslos im Service. Ist ganz ehrlich, arbeitslos werden wir noch so schnell nicht werden. Also um das Thema Wartung jetzt hier mal anzureden, was schätzt du, wie viel Wartung notwendig ist? Also jetzt bei der Kette, wo du es gesagt hast, was brauchen wir denn? Bremsbeläge.
Wir brauchen, klar, wenn jetzt nichts kaputt geht, Reifen, würde ich mal sagen. Hier vorne. Wenn wir jetzt bei Motor und Getriebe gar nichts, wartungsfrei. Nee, also alle 10.000 Kilometer ein Ölwechsel. Der kostet, glaube ich, 60 €. Ölwechsel. Ja. Das war ja vorher schon bei Pinion so. Da gab es einen Ölwechsel, da wird mit der Spritze, glaube ich, irgendwas reingemacht. Also alte Öl kommt raus. Es kommt eine Spülflüssigkeit kommt erst rein, dann wird das Getriebe gespült, das lässt man rauslaufen, neues Öl rein, fertig. 10.000 Kilometer. 10.000 Kilometer. Und wenn du natürlich drüber bist, du bist gerade in Indien auf der Weltreise und du machst es bei 12.000, wird es auch nicht gleich kaputt gehen, ne? Nee, mit Sicherheit nicht. Ganz sicher nicht. Krass, also diese Pre-Selection heißt, du bist bergunter am Fahren, fährst 60, dann ist er nicht mehr im ersten Gang, wie gerade eben. Während du nicht mehr tretest. Ja. Und dann tretest du wieder rein und der fährt weiter in dem Gang, wie du vorher gefahren bist. Und auch mit der Geschwindigkeit. Krass, das heißt, der passt sich automatisch an. In dem Gang, der dann benötigt wird. Genau. Ne? Also für die Trittfrequenz, geht ja immer um die Trittfrequenz. Also nochmal vielleicht vereinfacht gesagt, du kommst mit einer hohen Geschwindigkeit im hohen Gang an, hörst auf zu treten und lässt dich durch den Trail tragen, ohne zu treten und wirst langsamer, dann wird automatisch der Gang an die entsprechende Geschwindigkeit angepasst. In dem Moment, wo du reintrittst, hast du genau den passenden Gang. Kai, ist das wirklich wahr, dieser Drehtermin heute? Ja. Wir haben so heiß auf die Räder gewartet. So, wir gehen mal gerade hier ins Menü. Ich zeig dir das mal gerade. Das wollte der Assis machen. Ach so, genau. Mein Gott, da brauchen wir den ja gar nicht. Gar kein Problem. Jetzt, Kai, jetzt lass doch mal den Assis hier. Ich zeig dir das, was der Kai dir gerade erklärt hat, auch nochmal im Menü. Genau, film einfach mal drauf. Ich kann hier auf die Schaltbelegung klicken und kann einmal Standard oder Invers eingeben. Das heißt, ich kann hier wechseln, ob ich hier runter schalten will oder hier hoch. Ach so, du kannst die Belegung invertieren. Das kann ich anders belegen, genau. Das ist ja mega. Diese Einstellung hätte ich auch. Dann gehen wir einmal hier zurück. Und dann haben wir nochmal die Möglichkeit hier mit dem Smart Shift. Das ist das, was der Kai gesagt hat. Ein Start-Select einzugeben oder ein Pre-Select. Ein Start-Select ist ein Anfahrtsgang, den ich von vornherein eingeben kann. Ne? Zum Beispiel der zweite oder so. Zum Beispiel. Der vierte, ne? Das heißt, wenn du irgendwo stehen bleibst, hörst auf zu treten, schaltest immer in den vierten Gang zurück und fährst in dem Gang dann. Ja, was wir immer gern haben, wir Männer, ist die Spreizung. Wenn du mir das mal kurz erklärst von dem Getriebe. Siehst du mal, ich habe mich tatsächlich gestern noch mal reingelesen, weil ich wusste, dass genau die Frage kommt. Es sind 600%. 600? 600. Und um das zu vergleichen, wir haben also zum Beispiel bei einer 51er 12-Gang-Schaltung haben wir nur um die 520%. Das Ganze sagt ja aus, der Kunde will ja mal wissen, habe ich einen leichten Gang für überall hoch und habe ich einen schnellen Gang, um maximal schnell zu fahren. Das heißt, wir liegen hier vom kleinsten bis zum schwersten Gang über einer normalen 12-Gang-Schaltung. Wir haben 600%. 600. Und es kommt noch Folgendes, das kann halt immer nur so ein Getriebe darstellen. Die Gangsprünge sind immer identisch. Wir haben 17, irgendwas Prozent sind das. Du hast ja bei einer Kettenschaltung... Das ist linear. Das ist linear. Bei einer Kettenschaltung sind die Gangsprünge ja manchmal unterschiedlich. Was oft dazu führt, dass du manchmal bei einer bestimmten Geschwindigkeit irgendwie nie den passenden Gang findest. Der eine ist zu hoch, der andere ist zu niedrig. Und hier hast du immer gleichmäßige Abstufung. Kai, das kann alles nicht wahr sein. Das heißt, elektronische Schaltung. Du hast überhaupt kein Drehmomentproblem mehr, weil die Schaltung ja angepasst ist zu 100%. Außerdem ist das ja ein richtiges Getriebe, was ich gelernt habe. Wenn du mal gerade so lieb bist, Assis, und das mal gerade aufs Hinterrad hochhebst, also das Hinterrad blockierst und vorne mit dem Lenker anhebst, dass wir mal Bremse ziehen und mal unter den Motor gucken können. Das ist lieb von dir. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an, denn die Leute wollen das ja auch mal von unten, von oben, von links und rechts sehen. Ist das schwer, die ganze Einheit eigentlich? Die ganze Einheit hat, jetzt warte mal, was waren es, so 4.200 irgendwas Gramm? Komplett. Ja, komplett. Ne? Getriebe und Motor. Getriebe und Motor. Hört sich im ersten Moment dann viel an, aber du nimmst ja an einer Stelle, wo das Gewicht stört, Gewicht weg. Und hier zentral und tief im Rahmen stört es ja nicht. Mega. Ja. Was auch noch ziemlich cool ist, ist, glaube ich, die Ersatzteilversorgung bei Pinion. Da habe ich irgendwas ganz Schlimmes gehört. Die wollen irgendwie so einen Rekord brechen, dass du das auch zerlegen kannst und sogar reparieren könntest, sollte es jemals kaputt sein. Aber nicht selbst. Nee, das einschicken kannst. Ja, okay. Also muss ich sagen, wir hatten, wie du hier siehst bei Nikolai, wir hatten anfangs ziemlich viele Pinion-Getriebe gemacht. Geht's noch, Assis? Da gab es ja mal ganz kurz am Anfang mit so einem Wellendichtring, hatten wir so ein bisschen das Problem, dass hier ein bisschen Öl rausgesuppt ist. Da haben wir es getauscht. Seitdem ist keins dieser Getriebe jemals wieder bei uns aufgetaucht. Das war 2012.
Ja. 2012 ist mal, jetzt muss man auch sagen, Rotwild ist ja nicht gerade ein kleiner Laden. Die bauen ja mittlerweile immer mehr Fahrräder. Pass auf, hinten Assis, das, gell? Was kostet eigentlich das Mountainbike? Hier haben wir die Ultra-Variante, da sind wir bei 11.999. Vielleicht, Assis, wenn du ab und zu mal guckst, ob es noch da ist, wir müssen es gleich noch drehen, danach ist mir egal. Also der kann dann ruhig... Das wäre noch ein kleines bisschen teurer. Ein kleines bisschen teurer. Also lass uns noch mal gleich, wir können gleich mal ein bisschen über das Fahrrad reden. Ist er leise, der Motor? Er hat so ein bisschen kerniges Geräusch, aber ich sag mal, gerade was Motorgeräusche angeht, ist immer so ein bisschen subjektiv. Es ist auch so, das Getriebe besteht ja aus 2 Getriebestufen und sobald du in der zweiten bist, also ab dem, hau mich blau, ich glaube 6. Gang oder was ist es, dann ist es komplett ruhig. Komplett ruhig. Also das heißt, am Anfang ist es ein Ticken lauter. Ja. Aber das ist doch die Lösung aller Probleme. Jetzt hat ja Bosch gerade den SX rausgebracht und ich habe gedacht, das wäre schon ein großer Wurf. Aber das Pinion-Getriebe ist ja mega. Der SX zielt jetzt natürlich auf eine völlig andere Zielgruppe. Also da geht es ja jetzt eher um die Light-E-Bikes, ne, mit ein bisschen weniger Leistung, kleinerem Akku. Und das hier ist halt einfach die absolute Sorglos-Geschichte. Und man muss eins dazu sagen, ab dem 1. Meter, du merkst sofort, das macht so einen Bock mit dem Getriebe. Ist der leistungsstark? Ja. Mega, mega. Ja, fahr mal mit, Kai. Lass das mal sehen, denn ich habe dich selten so aufgeregt gesehen. Also einmal mit der Cindy, weißt du noch, das war, aber das hier ist ja ein Fahrrad. Das ist, ist das geil. Ich höre aber nichts vom Getriebe. So, und jetzt fährt er. Sag mal, die Schaltvorgänge, sind die schnell? Ja, ist das drauf? Ja, ist drauf. Also ganz leise, so ein In dem Moment, pass auf, du drückst hier rein und der Gang ist drin. Der Gang ist drin. Der Gang ist drin. Du hast, es gibt 1, 2 Gänge, wo du ganz minimale einen Kurbelversatz in dem Moment drin hast, bis der Gang drin ist, ja. Da merkst du es. Ansonsten, du trittst einfach durch, es macht Zzt und der Gang ist drin. Das ist der Hammer. Immer. Immer. In also nichts hier, Situation. dass sich der Bordenzug mal lenkt. Nein, gibt's alles nicht. Mensch, das ist aber jetzt blöd für jemand, der ein Fahrrad gekauft hat ohne Pinion-Motor. Hat der einen Namen eigentlich? Ja, MGU, also Motor Gearbox Unit. Nee, aber Pinion. Der Pinion. Genau. Aber haben die Leute schon mitbekommen, dass es den gibt eigentlich? Ja. Also wir haben die Räder jetzt gerade die Woche reingekriegt. Wir haben sie seit, was haben wir? Was ist heute für ein Tag? Wir haben sie seit dieser Mittwoch. Woche, ja, wir haben seit Anfang der Woche haben wir sie jetzt fahrbereit und haben jetzt die Kunden nach und nach informiert, die jetzt zur Probefahrt vorbeikommen. Wir kriegen aktuell nur 4 Stück, bis der nächste Schwung nochmal verfügbar ist. Also, das Fahrrad selber können wir ja mal zeigen. RC 1000. 1000 Wattstunden Akku fast, also 960 Wattstunden. Dann hast du alles aus Carbon, alles. Ich nehme an, die Schwinge aus Carbon. Also hier ist wirklich alles Carbon. Der Gepäckträger auch hier. Sogar der Gepäckträger ist Carbon. Genau. Gepäckträger, hier vorne der Lenker ist Der nicht Lenker Carbon. in dem Fall nicht, das ist bei dem Ultramodell, dann ist dann auch der Lenker wieder. Also, das hier ist so eine praktisch Equipped-Version, die ja immer mehr kommt, das SUV-Charakter. Das heißt, du hast ein Mountainbike mit Schutzblechen und allem drum und dran. Das liegt natürlich mit drin. Selbstverständlich auch hier die versenkbare Sattelstütze. Ich meine, das sind mittlerweile alles Features, die sind... Ach so, und jetzt kommt's. Ja, jetzt In kommt's. der Vergangenheit hat man immer wieder das Ding, dass es an verschiedensten Systemen USB-Buchsen gab, die aber nicht zum Laden getaugt haben. Auch das haben wir jetzt hier mit drin. Eine Ladebuchse. Du kannst dein Handy laden. Das heißt, Damit es waren du selbst Buchsen, auf dem damit du ein Fahrrad- Software-Update... Ja, aber nicht zum Laden. Doch, Jetzt hier kannst du auch das Handy laden. kannst du das Handy laden. Also hier vorne. So, dann zeig mal gerade. Wenn ich jetzt das Display sehe und ich dich gerade hab, Kai, da vorne ist eine Lampe fürs Licht. Genau, die haben wir hier. Sorry, ich muss erst aus dem Menü raus. So, also. Ach, ich habe dich ja selten so aufgeregt. Das ist ja toll. Ich bin einfach wirklich von Grund auf, ich hatte es ja als Prototyp schon gefahren, muss sagen, da war der Motor schon sehr laut. Da habe ich gedacht, okay, aber die haben das nochmal so dermaßen im Feinschliff Ich habe ihn hingekriegt. gar nicht gehört gerade eben. Also es ist, glaube ich, wenn du alleine bist im Wald, dann hörst du es eher, oder? So rein subjektiv ist, er hört sich ein bisschen rauer an in den unteren Gängen. ich aber es geil. ist keine Lautstärke. Also Ich will doch noch ein bisschen was haben für mein Geld. Weißt du, wenn da gar nichts mehr kommt. Also die Kunden haben wir auch, die sagen, die stört das gar nicht. Also, aber die Ich feiere einen Spitzing, das hörst du aus 200 Meter. Genau.
Das kommt ja wirklich. Hier, da haben wir auch wieder ganz schön auf die Ohren gekriegt, ne, beim letzten Video. Warum? Naja, weil ich habe da im Video gesagt, diesen TQ-Motor mit 120 Newtonmeter, den braucht kein Schwein. Jetzt hat dann ein Kunde wirklich dann drunter geschrieben, ja, er sieht das anders und da hat er natürlich völlig recht. Ich habe ja selber einen. Genau, da habe ich auch hingeschrieben und wir wollen ja alle Spaß haben. Und wenn der Spaß hat mit dem Ding, alles gut. Also, sorry nochmal. So, also, fangen wir vorne an. Das ist jetzt an und aus, geht da wo? Sag mal. Hier oben die Taste, kurz oder lang drücken. Okay, dann geht's aus. Machen wir an. So, das funktioniert. Test ist da. Dann Plus Minus, was kann das? So, da haben wir also hier 4 Unterstützungsstufen. Zu denen kann der Assist noch mal was sagen. Wir haben, die sind also unterschiedlich gewichtet. Assist, sag was. Und zwar ist der erste und der letzte Gang fest und der zweite und dritte Gang ist adaptiv. Heißt, wie jeder jetzt zum Beispiel bei Bosch kennt, der EMTB-Modus oder der Automatikmodus, die schalten sich anhand der Trittfrequenz. Ah, okay, das heißt, Oder der Last, das ist je nachdem, wie stark ich reintrete, wird es adaptiert. Genau, Okay, ja. verstehe. Dann ist links unten ist die Reichweite. Jetzt hat er noch 2 Balken und da steht 65 Kilometer, das ist so ein Fake. Ja, das Rad ist jetzt natürlich noch mehr oder weniger ungefahren. Das heißt, es ist noch kein Fahrzustand hinterlegt. Das wird Aber 1000 Wattstunden, es lässt einiges hoffen, oder? ja, auf jeden Fall. Bin mal gespannt. Also es heißt im Moment, sagen wir, jetzt ist natürlich immer die Frage, okay, wie steil ist der Berg? Aber man spricht hier von Möglichkeit von bis zu 2000 Höhenmeter. Leistung eigentlich von dem Motor, was kann der? 85 Newtonmeter. Wobei es jetzt natürlich so ist, wir haben ja hier eine Motorgetriebeeinheit. Jetzt musst du ja folgendermaßen sehen, Ach so, wo die anliegt. wo die anliegt. Ne? Das heißt, wir haben hier über die Übersetzung am Hinterrad zum Teil viel größere Kräfte als bei einem normalen Motor. Das habe ich. 60 Newtonmeter. Bis zu 170. 160. 160. Das habe ich übrigens bei meinem E-Motorrad, habe ich 550 Newtonmeter am Hinterrad. Und dann schreiben viele, das kann ja gar nicht sein. Nee, ist so, merkt man auch richtig. Und das heißt 170 Newtonmeter. Was aber viel wichtiger ist, ist natürlich die Laufharmonie, das An- und Abschalten. Was hast du denn da gemerkt? Ganz ehrlich, jetzt muss man fairerweise sagen, diese Problematiken haben wir eigentlich nicht mehr. Und da habe ich ja bei dem Rad jetzt hier gar keinen Gedanken dran. Gibt es einen Punch oder irgendwie? Nee, Nein, gar nicht. ganz smooth. Absolut smooth, so wie du es haben willst. So, okay, zeig mal, da war eben so ein Menü drin. Wie geht das? So, wir gehen hier nach rechts. Du kannst also, jetzt ist es so, das sind ja Displays, die sind ja von Fit, die auch den Akku machen und auch das Display. Ja. Du kannst verschiedene Displays und so weiter wählen und dann auch wieder bis hin zur Navigation. Du kannst auf deiner App kannst du Komoot, Kompatibel mit Komoot. genau, Ja. da hat sich auch Assist ein bisschen mit auseinander. Genau, du kannst über Komoot deine Route planen und über das Display navigieren lassen. Das geht. Natürlich. Das ist ja mal cool. Das heißt, ich brauche kein Handy, was mir dauernd... Genau. Also sagen wir, von daher haben wir volle Kompatibilität. Geh noch mal ganz ins Menü rein. Das war dann ganz kurz. Das heißt, links oben, was habe ich da? Guck mal gerade. Da links oben ist so ein Schraubenschlüssel. Ja, Zurück. Ja. Ah, hier, der Assi ist der... du weißt, dass ich ja hier unser So, Display Einstellungen. Mach mal an. Mal sehen. Also wir Werte zurücksetzen, Grundeinstellung, Connectivity. Bluetooth geht. Ja. Bluetooth geht. So, Assis kennt sich aus. Also ich habe Connectivity. mich bis jetzt hier nur mit der Punktschaltung auseinandergesetzt. Assis, dann komm doch mal zu mir hier. Ich stelle dir mal Fragen, dass wir den Kai mal loswerden. Warte mal. Ich guck mal gerade. Nee, bleib hier, Kai. Passt auf. Also das sind jetzt die diversen Einstellungen, die du hast. Warte, ich gehe mal gerade ein bisschen näher, dass wir das mal eingefangen kriegen. Geh noch mal einen Schritt zurück, bitte. Sei so lieb. Im Menü. Geht das? Ja, natürlich. Ich gehe jetzt hier mal einfach zurück, dann gehe ich Geh mal aufs ganz Hauptmenü. raus, ne? Genau. Wenn ich jetzt hier Daneben drin bin, kann ich in Einstellungen rein und habe dann hier verschiedene Einstellungen, die ich von selbst noch wählen kann. Grundeinstellungen, Sprache, Datum, Uhrzeit, die Einheiten einstellen. Ne? Wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, was halt noch ganz witzig ist, ist zum Beispiel hier, wir haben hier bei MyBike, kann ich hier noch eine Kalibrierung vornehmen. Die Manuell. Höhe geht auch. Genau, die Höhe auch. Was aber auch sowieso automatisch gemacht wird vom Rad. Ne? Dann haben wir eine Selbstschutzschaltung, Vibrationsfeedback. Das heißt, wenn ich hier jetzt gerade bediene, vibriert der auch gerade. Ne, ist wie beim Handy, kannst du genauso schalten. Dann hast du hier, Moment, ich kann es nicht sehen. Du hast hier eine Schiebehilfe, Geschwindigkeit. Heißt, ich kann in meiner Schiebehilfe eine Geschwindigkeit einstellen zwischen 3 und 6 km/h. Und ich habe noch zusätzlich einen Boost in der Schiebehilfe. Was kann der? Heißt, wenn ich jetzt
normal die Schiebehilfe nutze, kann ich bei nochmal drücken dann die volle Leistung rausnehmen. Okay, das heißt, der schiebt stärker. Wirklich, wie es schon der Name sagt, einen Boost dazu. Ja, man merkt schon, 2024 ist nicht 2008. Du weißt, der weiße Bosch-Motor, das war alles noch ein bisschen anders. Menüeinblendung, okay, wenn du mal gerade einen Schritt zurück gehst, ins Hauptmenü nochmal rein. Ja. So, und dann ins Hauptmenü. Und da, wo die Piktogramme sind, Genau. geh nochmal rein. Da, wo die Piktogramme waren eben. Nee, oben waren ja hier, genau. Ja. Und daneben, was ist das da? Der Scheibenwischer da, genau. Was ist das? Das hier? Ja. Das zeigt er ja an gerade hier. Drive. Was ist Drive? Drive, du kannst deine Geschwindigkeit sehen. Ah, okay, alles klar. Ne, du hast hier die daneben? Geschwindigkeit, also die Distanz, wie viel weit du gefahren bist, die Zeit, Okay. deine Höhe, wie viele Höhenmeter du gefahren bist und dann noch die Gesamtkilometer. Ne? Und dann hast du hier noch, wie gesagt, auch nochmal die Höhe und du könntest hier zum Beispiel noch, also Schrittfrequenz, und du könntest hier noch ein Pulsmesser anschließen. Also Okay, auch ein Pulsgurt. per Bluetooth verbinden. Dann geht's noch weiter im Menü, sagen wir bitte. Navi. Das Navi natürlich. Das ist das, was ich dir eben erklärt habe. Natürlich kompatibel mit der Komoot, aber auch über die Fit-App ganz normale Zielnavigation führen lassen. Ich liebe ja so ganz kleine Displays, muss ich ja gestehen. Das Also ist natürlich ich hasse das, wenn das so riesig und so aufgesetzt. Farbdisplay, schön kompakt noch. Und das Schalten, das ist ein praktisch extra Remote, der hängt an einem Hauptremote, nehme ich an. Ja. So, und das Ganze ist, ja, ich bin zutiefst beeindruckt. Also gerade weil natürlich Rotwild das macht. Ich befürchte aber, dass Rotwild nicht der einzige ist, der Pinion mit Motor einbauen wird, oder? Es sind aktuell, ich glaube, 4 Hersteller. Rotwild war halt vorne mit dabei. Aber ich bin mir sehr sicher, dass wir dieses System in Zukunft auf breiterer Front sehen werden. Ja, es hat riesen Vorteil. Sowas habe ich noch nie gesehen hinten. Jetzt wird auch das Thema natürlich Carbonriemen auch noch interessanter, weil man muss auch sagen, die Kette, es ist nicht mehr unbedingt nötig, einen Carbonriemen zu haben. Das heißt, die Vorteile... Pass auf, da muss man jetzt so ein bisschen aufpassen, wenn du den, ist ja der Meister Gates Carbon Drive, ne? Es gibt dann jetzt auch andere Hersteller, die die Pinion MGU verbauen mit dem Riemen. Ja. Und dann hast du eben beim vollgefederten Rad das, was jetzt hier hinten dieser Kettenspanner macht, machst du bei der Pinion dann hier einen Riemenspanner hin. Und was viele nicht wissen, dieser Riemen braucht eine sehr hohe Vorspannung. Das heißt, dieser Riemenspanner, da ist auch richtig Power dahinter. Jetzt kann man so ein bisschen drüber diskutieren oder sagen wir, was ist Philosophiefrage, ob ich sage, okay, die Kette verschleißt ja so auch nicht, ist in Ordnung. Oder ob ich einen Riemen, sagen wir, der läuft ein bisschen smoother, ob ich da so viele Vorteile drin sehe, dass ich dann dafür muss vorne diesen Riemenspanner verbauen. Also das heißt, das ist so ein bisschen jetzt 50-50. Der Vorteil ist natürlich hier beim Mountainbike, ich kann jetzt mal einen Reifenwechsel sehr einfach machen, weil eben die Spannung von dem Riemen nicht so heftig ist. Genau. Also wer das jemals selber probiert hat, ich muss nicht die Kette durchführen, obwohl das muss ich hier glaube ich nicht. Nee, ich kann die eröffnen am Kettenschloss, das geht beim Riemen auch nicht. Nee, muss ja nicht. Ich meine, wenn du das Rad ausbaust, ziehst du einfach die Steckachse raus. Genau. Ziehst das Rad nach unten, legst die Kette zur Seite. Kette zur Seite, ist, fertig. Ne, du musst nur letztendlich dann beim Einbau hast es einfacher, weil es gibt nur einen Ritzel und fertig. Also. So, das Ritzel kann auch aus Stahl sein, das ist das Coole. Das heißt, die können ein extrem haltbares Ritzel. Du sagst aber, wie beim Motorrad, das ist ja schon groß, das Ritzel. Das genau, ist, ist groß. Und guck mal, die Schwierigkeit war ja, sagen wir, bei 12-Gang-Schaltung, dass die Ketten halt immer schmaler wurden. Also einfach vom verfügbaren Bauraum, sprich was die Schaltabstände angeht. Das hast du nicht mehr. Und hier hast du eine richtig fette, dicke Single-Speed-Kette. Also die hält richtig was aus an Zug. Und es würde sich ja auch selbst eine verschlissene Kette eigentlich nicht wirklich auswirken. Also eigentlich kannst du ja mehr oder weniger fahren, bis alles... Bis sie überspringt. Hast, ne? Ja, genau. Das ist ziemlich cool. Also ich bin zutiefst beeindruckt. Assis, wir werden das nächste Mal dich auch benutzen, ja, zum Erklären des Displays. Aber du musst dem Kai auch sagen, er war so aufgeregt, gell? Das ist wie Weihnachten für dich. Doch, wirklich. Ich meine, muss sehen, das schlägt jetzt natürlich auch so ein bisschen die Brücke nochmal zu unseren Anfangsjahren. Und jetzt ist man ja immer so ein bisschen skeptisch, wenn sowas auf den Markt kommt, okay, wie funktioniert es denn? Und es war eigentlich so, also selbst der Prototyp, der hat schon so geil funktioniert. Es gibt manchmal Sachen, da setzt du dich drauf, du drückst zweimal den Knopf und du weißt genau, ja, das ist es. Und das war hier der Fall. Und die haben es jetzt bis zur Serienreife nochmal verbessert. So, Dämpfer, ich glaube, das tritt alles jetzt in den Hintergrund. Ja. Was ist denn das für ein Dämpfer? Ein DT Swiss? DT Swiss haben wir echt? hier Ein drin. Dämpfer? Bauen die Bänder? Ja, klar. Seit wann? Schon immer. Die bauen auch hier vorne Gabeln? Jawohl, hier haben wir eine DT Swiss DT Swiss Gabel.
Auch eine Luftgabel natürlich mit allen üblichen Einstellfunktionen. Aber wie du schon sagst, sehe ich jetzt im Moment, tritt das mal gerade völlig in den Hintergrund. Haben wir hier eine Supernova und so, das interessiert keinen Menschen mehr. Also, wenn Sie das haben wollen, mit dem Motor, was Sie mit dem Motor machen, ist mir egal. Das Fahrrad kriegen Sie dabei. Pinion E112, 12-Gang-Getriebe, korrekt, mit elektronischer Schaltung. Ich nehme an, die Automatik, die wird auch irgendwann mal kommen, oder? Dass alles automatisch geht. Also mit Sicherheit, ich denke, das wäre hier in dem Fall schon umsetzbar. Wir haben ja sozusagen so eine Teilautomatik mit diesem Pre-Select, was zumindest mal die Gangwahl in Anschluss ans Treten angeht. Aber dazu müssen wir jetzt Pinion fahren. Das heißt, ich fahre einfach nur, lass es mal kurz im Leerlauf und habe den neuen Gang drin. Genau. In dem Moment, wo du wieder trittst, hast du den passenden Gang drin. Krass. So, Kai Gimler, du bist in Buß, B-O-U-S, eine der besten Gemeinden im Saarland. Also ich fühle mich hier richtig wohl. Also das ist ganz tolle Gemeinde, auch das Gemeindezentrum ist super und der Bürgermeister ist klasse und alle Verwaltungsangestellten sind toll. Gruß an Stefan und alle Verwaltungsangestellten. Ja, sehr schön. Wollen wir nur sagen, denn nicht, dass irgendwie mal irgendwas Schlechtes über Buß gesagt wird, ja, denn hier gibt es nämlich das EKC und das ist eigentlich so, dass der Leithauer von Buß, so kann man sagen. Das ist insbesondere diese Frittenbude hier, die früher noch 1 Euro gekostet hat. Sag mal kurze Frage, was ist denn ein Leithauer? Der Leithauer ist die Leuchtturmfunktion, hat dieses EKC. Das heißt auch Lighthouse, oder? Ist doch egal. Hauptsache ich habe was gesagt. Okay. Ja, genau. Leithauer, habe ich das gesagt? Es gibt doch den Hightower, kennst du den noch? So, vielen Dank. Police Academy, der große. Der Hightower. Der Hightower. Und da gab es noch Captain, die so ganz hoch war. Das war die Hooks. Die Hooks, ja, Captain Hooks. Dann der alte war Captain Lassard. Ja. Der. Kennst du noch? Und der Michael Winslow, wie hat der noch gehießen, der mit den Geräuschen? Die Blue Oyster Bar. Die Blue Oyster Bar. So, ihr merkt schon, hier ist alles nicht so ganz normal beim Kai Gimler, aber dafür sind wir ja auch da. Wir schenken uns jetzt auch, dass wir das Fahrrad leasen können und so weiter. Und das sind übrigens Öffnungszeiten, ist montags übrigens geschlossen. Ansonsten dienstags bis samstags durchgehend von 10 bis 18 Uhr. Kai Gimler, tschö.